Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch. Dieses ein sehr interessantes Muster, finde ich. Man kann damit schöne Oberteile stricken. Schaut vielleicht kompliziert aus, aber ist eigentlich sehr leicht zu stricken, finde ich. Und man kann sich das Muster auch gut merken. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Maschen für dieses Muster habe ich bereits angeschlagen. Mustersatz besteht hier aus 8 Maschen plus 2 Randmaschen. Das heißt, ich habe 24 Maschen plus 2 26 Maschen angeschlagen. So, jetzt stricken wir die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und nochmal eine Masche rechts und eine Masche links. Wir schauen gleich nochmal alles zusammen an. Also ich habe mit einer rechten Masche angefangen, rechts, links. Dann habe ich einen Umschlag gestrickt, eine Masche rechts, einen Umschlag. Also wir stricken praktisch die ganze Zeit rechts, links, rechts. Und nach den Umschlägen habe ich links, rechts, links, rechts, links 5 Maschen nach Muster gestrickt. Also hier habe ich 2 Maschen, dann hier 2 Umschläge links und rechts von der rechten Maschen und dann links, rechts, links, rechts, links. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Eine Masche rechts, eine Masche links. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und jetzt stricken wir 5 Maschen nach Muster. Also wir haben hier eine rechte Masche gestrickt zwischen den Umschlägen. Jetzt stricke ich eine Masche links, rechts, links, rechts, links. Also 2 Maschen habe ich vor den Umschlägen, eine Masche rechts und dann 5 Maschen nach den Umschlägen. Und das Ganze wiederholen wir noch einmal. Hier haben wir die linke Masche, also rechts, links, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, links, rechts, links, rechts, links. Und die letzte Masche, die stricke ich immer rechts, man kann diese aber auch links stricken. Also Musterrapport war hier. Das sind diese ersten 8 Maschen mit den Umschlägen, dann habe ich praktisch 10 Maschen. Genau, das ist dann dieses Stück, was wir 3-mal gestrickt haben. So, jetzt wende ich. So, die zweite Reihe, die Randmasche hebe ich ab. Die letzte Randmasche habe ich rechts gestrickt, deswegen stricke ich die erste Masche so, dass ich Faden nach vorne lege und dann die Masche abhebe. Und dann stricke ich praktisch alles nach Muster. Rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt haben wir die Umschläge. Die Umschläge stricke ich rechts. Muss ich erstmal schauen, ganz kurz. Die Umschläge stricke ich links. Links, die mittlere Masche haben wir auch als linke Masche. Den zweiten Umschlag stricke ich auch links. Und den Rest nach Muster rechts,
links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt haben wir wieder die Umschläge. Stricke ich links, die mittlere Masche stricke ich auch links und die nächste Masche stricke ich links. Und den Rest nach Muster, so wie es ist, also rechts, links und so weiter. So, dann haben wir wieder die Umschläge, stricke ich auch links, die mittlere Masche links. Dann sind wir schon am Ende der Reihe. Und die Randmasche stricke ich rechts. So, jetzt wende ich. So, stricken wir die dritte Reihe. Ich beginne genauso wie die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links. Jetzt mache ich einen Umschlag. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. 1, 2, 3 Maschen rechts, einen Umschlag. Die restlichen Maschen stricke ich nach Muster. Links, rechts und so weiter. Links. Jetzt sind wir wieder bei den Umschlägen und das sind die 3 rechte Maschen. Also ich stricke einmal davor, nehme ich einen Umschlag auf, 3 Maschen rechts und den zweiten Umschlag. Und dann stricke ich alles nach Muster. Links, rechts, links. Da sind wir wieder bei diesen 3 Maschen, wo die Umschläge sind. 3 rechte Maschen, ein Umschlag, 3 Maschen rechts, ein Umschlag und die restlichen Maschen stricke ich alle nach Muster. Rechts, links, rechts, links, rechts. So, jetzt wende ich. Die linke Seite stricke ich auch wiederum alles nach Muster. Die Umschläge stricke ich links. Also ich stricke rechts, links, rechts, links, rechts, den Umschlag links. Die mittleren Maschen stricke ich auch links. Und den zweiten Umschlag auch links. Und alles weitere stricke ich genauso nach Muster. So stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So schaut es aus. So, dann stricken wir die 5. Reihe. So schaut es aus bis jetzt. So. Die Randmasche hebe ich ab. So, jetzt stricke ich wieder eine Masche rechts, eine Masche links. Stricke ich einen Umschlag und jetzt stricke ich in die Mitte 5 Maschen rechts. Einen Umschlag. Jetzt die restlichen Maschen nach Muster. Links, rechts und so weiter. Bis wir bei den nächsten Umschlägen ankommen. Eine Masche links. So, jetzt haben wir hier wieder die 5 rechte Maschen, ein Umschlag, davor 5 Maschen rechts, ein Umschlag. Und jetzt stricken wir wieder nach Muster, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts und so weiter. Und so schaut es aus. Also wir haben bis jetzt 3 Umschläge gestrickt. Und die linke Seite stricken wir genauso wieder alles nach Muster. Und die Umschläge stricken wir links. So, ich fange wieder an. Die Randmasche hebe ich ab. Rechts, links,
rechts, links, rechts, die Umschläge links, die mittleren 5 Maschen links, den Umschlag auch links und dann rechts, links, links und rechts, links, rechts und so weiter. Stricken wir wieder alles nach Muster. So, stricken wir die 7. Reihe. Wir beginnen genauso. Die Randmasche hebe ich ab, stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links. Und jetzt nehmen wir hier an diesen rechten Maschen die Maschen ab, also stricken jeweils 2 Maschen zusammen. Also ich habe hier die rechte Maschen so liegen, dass die linke Schlingenseite bei mir vorne liegt. Wenn die bei dir anders rumliegt, so wäre die linke Schlingenseite hinten, dann musst du die Maschen umdrehen. So, jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts. Und die nächsten 2 rechte Maschen stricken wir auch rechts zusammen. Dabei winde ich meine Maschen so, dass die rechte Schlingenseite vorne liegt. Das ist die rechte Schlingenseite und die liegt bei mir vorne. Und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. So, alle weiteren Maschen stricken wir jetzt nach Muster, bis wir bei den nächsten rechten Maschen ankommen. Also alles rechts, links, eine Masche links. So, das sind wiederum unsere 7 rechte Maschen. Die ersten und die letzten 2 Maschen stricken wir rechts zusammen. Also wie gesagt, die linke Schlingenseite liegt bei mir vorne, deswegen stricke ich einfach so rechts zusammen. Dann 3 Maschen rechts. Jetzt muss ich die linke Seite nach hinten schieben. Also ich drehe die Maschen um. Die linke Schlingenseite liegt bei mir jetzt hinten. Und jetzt stricke ich so von vorne beide Maschen rechts zusammen. So, und die restlichen Maschen links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. So, jetzt haben wir wieder die 7 rechten Maschen, die ersten 2 rechts zusammen, 3 Maschen rechts, die letzten 2 winde ich erst. Also die letzten 2 stricke ich dann so rechts zusammen. Und die restlichen Maschen stricke ich nach Muster. So, jetzt winde ich. Dann stricke ich linke Seite wiederum alle Maschen nach Muster. Rechts, links, rechts, links und so weiter. Rechts. Hier die Maschen stricken wir alle links. Die beiden Maschen, die wir zusammen gestrickt haben, stricken wir auch links. Die restlichen Maschen stricke ich auch links. Das sind dann 5 linke Maschen. So, und ansonsten rechts, links Muster stricken. So schaut es aus. So, und die 9. Reihe wiederholen wir praktisch mit der Maschenabnahme. So, die Randmasche hebe ich ab. Eine Masche rechts, eine Masche links. Jetzt stricken wir wieder. Wir haben jetzt 5 rechte Maschen und die ersten 2 stricke ich rechts zusammen. Dann eine Masche rechts. Die letzten 2 winde ich erst. Dann stricke ich von vorne 2 Maschen rechts zusammen. So, links, rechts, links Muster wiederholen.
So, jetzt sind wir wieder bei den 5 rechten Maschen, 2 Maschen rechts, eine zusammenstricken, eine Masche rechts, die letzten 2 Maschen wende ich und stricke beide rechts zusammen. Und dann links, rechts, links Muster wiederholen und so weiter. So, so schaut es aus und die linke Seite stricken wir auch wiederum alles nach Muster und die 3 mittleren Maschen stricken wir links, den Rest eine linke, eine rechte und so weiter. So stricken wir die 11. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab, eine Masche rechts, eine Masche links. Jetzt haben wir hier 3 mittlere Maschen, die stricken wir alle 3 zusammen. Jetzt ist es bei mir so, dass die Maschen, die linke Schlingenseite liegt bei mir vorne. Die rechte Schlingenseite liegt hinten. Ich stricke die erste Masche rechts, dann stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Jetzt muss ich die erste Masche wenden. Jetzt hebe ich die erste über die zweite Masche so drüber. Stricke ich eine Masche links, rechts, links, rechts. So, also die mittleren Maschen stricken wir immer nach Muster. Jetzt sind wir wieder bei den 3 Maschen. Erste Masche stricke ich rechts, diese kann man sofort wenden. Dann stricke ich beide Maschen rechts und die hebe ich mir so über die anderen Maschen, über die andere Masche. So, das machen wir gleich noch einmal. So, wenn die Maschen bei dir zum Beispiel anders liegen, ich drehe die mal um. So, wenn jetzt die rechte Schlingenseite vorne liegt, dann kannst du die erste Masche strickst du rechts. Und dann kannst du von hinten beide Maschen zusammenstricken. Und dann hebst du die erste, die muss ich immer wieder wenden, je nachdem wie ihr strickt. Also ich habe jetzt die linke Schlingenseite vorne. Jetzt hebe ich die rechte über die linke Masche so abheben. Also wenn die Maschen anders liegen, einfach von hinten beide rechts stricken und dann so, es schaut dann so aus und bei mir schaut es so aus. So, links, rechts, links, rechts und so weiter. Und die linke Seite stricken wir alles nach Muster. Wir haben dann alle durchgehend eine Masche links, rechts, links, rechts. Oder hier fängt es mit rechts an. Die Masche stricken wir dann auch wiederum, ich zeige es euch auf der linken Seite. Also rechts, links, rechts. Jetzt stricken wir komplette Reihe wieder alles nach Muster. So, so schaut das Muster aus. Jetzt sehen wir ein bisschen was von unserem Muster. Und jetzt wiederholen wir das Ganze nur versetzt. So, jetzt fangen wir wieder mit den Umschlägen an. Und zwar die Umschläge stricken wir dann hier. Wir haben hier die Mitte, die mittlere rechte Masche. Und das stricken wir jeweils auf der rechten, auf der linken Seite. Also bis dahin stricke ich jetzt 6 Maschen nach Muster. Dann stricke ich auch wiederum eine Masche rechts, eine Masche links, rechts, links, rechts, links.
Also 6 Maschen habe ich gestrickt. Und jetzt, wie gesagt, hier in der Mitte mache ich einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag. Dann stricke ich nach Muster. So, bis ich hier mittig ankomme, das sind dann 7 Maschen. Jetzt bin ich hier in der Mitte, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche links. Und dann stricke ich wieder bis zur nächsten Mitte. So, ich schaue nochmal. Das ist der Umschlag. 7, das ist die mittlere Masche. Wir haben 3 Maschen mittig. Also das ist die erste und das ist die zweite. Und dann stricken wir die Umschläge. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine Masche links. So, jetzt wende ich alles und stricke dann Umschläge und die mittlere Masche. Wo haben wir die Umschläge? Hier haben wir 2 Umschläge und die mittlere Masche, die stricken wir 3 Maschen links, Rest alles wieder nach Muster, dann die Umschläge mittlere Maschen wieder als 3 linke Maschen und so weiter. So, auf diese Weise stricken wir noch 2 weitere Umschläge, das heißt, ich beginne wieder mit rechts, links, rechts und so weiter, bis ich hier an diesen 3 Maschen ankomme. Auf der rechten und auf der linken Seite jeweils ein Umschlag. Stricken oder arbeiten, dann die mittleren Maschen nach Muster, da haben wir die nächsten Maschen, da wieder links und rechts Umschläge stricken. Wir haben hier jeweils immer 7 Maschen dazwischen. Und wie gesagt, auf diese Art und Weise stricke ich jetzt den zweiten Umschlag. Ich habe hier 3 rechte Maschen, dann haben wir 5 rechte Maschen. Und nach dem dritten Umschlag sehen wir uns. Das ist dann genauso wie hier. Wir haben hier 3 Umschläge gestrickt. Also ich habe jetzt jeweils 3 Umschläge gestrickt. Jetzt habe ich hier zwischen 7 rechte Maschen. Und jetzt beginnen wir das gleiche mit der Maschenabnahme zu stricken. Ich fange mit der Randmasche an und jetzt stricke ich erstmal alle Maschen nach Muster. Rechts, links, rechts und so weiter. So, jetzt habe ich hier die 7 Maschen. Die ersten 2 stricke ich rechts zusammen. Dann die mittleren 3. Und die letzten 2 stricke ich auch rechts zusammen. Und so arbeiten wir dann die zweite Maschenabnahme und am Ende dann 3 Maschen rechts zusammen. Ich bin jetzt bei der Reihe, wo man 3 Maschen rechts zusammenstrickt. Und zwar, man kann die erste Masche von diesen 3 Maschen einfach nur abheben, die nächsten 2 Maschen zusammen und dann die so drüber ziehen. Ich habe euch vorhin, glaube ich, gezeigt, dass man die erste Masche auch als rechte Masche strickt. Man muss die aber nicht stricken, man kann die einfach auch abheben. Also nochmal, die erste Masche hebe ich ab, die zweite und dritte stricke ich beide rechts und dann so über die zweite Masche rüberziehen. So schaut das Muster aus. Also jetzt beginnen wir alles ab der ersten Reihe. Und zwar, da beginnen wir wieder die Randmasche, eine Masche rechts, eine Masche links. Und jetzt stricken wir den Umschlag. Also wir haben hier wieder diese 3 rechte Maschen. Bei der mittleren Masche stricken wir den ersten Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Dann wieder weitere Maschen stricke ich rechts, links,
rechts, links und so weiter. Bis ich auf die anderen Seite, hier haben wir 3 Maschen, also hier stricke ich die Umschläge. Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Alle weiteren Maschen nach Muster. Also ich habe jetzt zwischen den Umschlägen wieder diese 7 Maschen. Und so wiederholen wir dann das Muster. So, so schaut nochmal das Muster aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch gerne Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.